Hallo Leute, wie die meisten meiner Freunde schon wissen, jetzt bin ich wieder in Brasilien nach meinem Erasmus-Semester in Italien. Ja, ich war in Italien. Warum dann mache ich dieses Video auf Deutsch? Also, ich habe eine wunderbare Mitbewohnerin gehabt aus Österreich und sie heißt Katja. Ich habe ein nicht so kurzes Gespräch mit ihnen gefilmt und es ist am Ende dieses Video. Und ich habe auch so vielen netten Leute aus Deutschland kennengelernt und sie sind jetzt so lieben Freunde und das bedeutet, dass ich mein Deutsch viel geübt habe und ich würde gerne ein bisschen meine Erfahrung mit ihnen teilen. Es ist wahr, dass ich schon für 3 Jahre Deutsch in der Schule gelernt habe, aber trotzdem, das war vor 4 Jahren und es ist ein bisschen anders, eine neue Sprache in der Schule zu lernen, weil ja, man kann die Grammatik studieren, aber es ist so viel wichtiger, es nur zu üben und es muss nicht immer korrekt sein. Deswegen habe ich auch hier runter einige Sachen, die mir geholfen haben, gelassen. Und zum Beispiel Lieder und Playlists und YouTube-Channels und so weiter. Aber ja, ich bin ein bisschen mehr nervös, viel mehr nervös für dieses Video als meine italienische Video, weil ich so viele Leute, die Deutsch sprechen, kenne. Und sie können mein Deutsch auch verurteilen, aber trotzdem, hier bin ich. Nach 4 Jahren, seit meinem letzten Deutschunterricht, bin ich dann nach Frankfurt und Berlin geflogen und ich war so aufgeregt, mein Deutsch zu nutzen. Aber ich habe ein schlimmes Erfahrung gehabt, zumindest zuerst, weil auf meine Ankunft bin ich verlaufen und ich brauchte Hilfe und ich habe einige Leute in der Straße gefragt, wo diese Adresse war. Es war in meinem Handy und sie dachten, dass ich ein Obdachlos oder ein Bettler war und es war ein bisschen eine scheiße Erfahrung. Deswegen, danach in meinem ersten Monat habe ich nur Englisch gesprochen, weil dann wissen die Leute, dass ich auch ein Tourist bin. Zum Glück, danach habe ich Katja, die Königin von Österreich, kennengelernt. Viele Leute fragen mich, warum sie die Königin von Österreich ist. Und ich habe nicht so viel Zeit, ich muss den ganzen Tag Alkohol trinken. Dadurch hatte ich ein bisschen mehr Sicherheit, mein Deutsch zu sprechen, weil wir so viel zusammen geübt haben. Und am Ende letztes Jahres, also im Dezember, bin ich wieder nach Deutschland geflogen, in Nürnberg und Ulm, und es war so anders. Also ja, am Anfang könnte ich ein bisschen Deutsch sprechen, es war sehr lustig, weil ja, 4 Jahre, aber trotzdem. Aber in meinem zweiten Mal in Deutschland war mein Deutsch so wie fast fließend und es war ganz anders, weil es ist ganz einfach, neue Freundschaften zu machen. Man kann freundlich sein, ja, irgendwo, aber wenn die Leute die gleiche Sprache sprechen, es ist ganz anders. Ich finde es auch so wunderschön, andere Sprachen zu lernen, weil es hat eine andere Kultur und auch es bringt eine andere Art zu denken. Also ja, die Grammatik ist anders, die gleichen Dinge zu sagen, braucht man eine andere Art, einen anderen Weg von Denken. Und das finde ich sehr schön. Und ja, danach hat Deutschland mir besser gefallen. Aber nur weil ich Deutsch besser gesprochen habe. Ja, ich kann nicht so viel davon reden. Ansonsten wird das Video zu lang werden. Also ich habe ein kleines Gespräch mit Katja hier für euch.
Heute bin ich hier mit die Königin aus Österreich. Und wir sind in Wien, okay? Ah ja, wir sind in Wien. Und sie ist auch ein Landwirtschaftsökonomie. Was machst du, Katja? Ja, ich studiere Agrarwissenschaften. Genau. Das stimmt nicht. Ich studiere Agrarwirtschaft. Ja. Wir waren Mitbewohnerin in Italien für fast 6 Monate. Ja. Vor 6 Monaten hast du deinen ersten Brasilianer kennengelernt. Oder? Ja. Was hast du vorgestellt? Was ich mir vorgestellt habe, einen großen, gut aussehenden, Ein Sofa. so einen starken Typen und ich habe mir gedacht, oh mein Gott, wenn ich in die Wohnung komme, da wird so ein fancy Brasilianer auf mich warten und der wird sicher sehr komisch Ja, sein. und Gerhard wird eifersüchtig Ja. sein. Und was ist dann passiert? Ich bin in die Wohnung gekommen und es war ein Mini-Brasilianer vor mir. Und ich habe gehofft, hoffentlich ist er schwul. Ja, das stimmt. Das ist so lustig. Ja, und das ist wahr. Ja, das war wirklich lustig. Und was hast du bekommen? Ein Was Zwerg. ich bekommen habe, einen Zwerg-Brasilianer. So wie ein Zwergkaninchen. Ein Zwerg-Brasilianer. Ein Fee. Aber dafür einen sehr netten Zwerg-Brasilianer. Der Essen genauso gern hat wie ich. Der zum Glück meine ganzen Süßigkeiten weggegessen hat. Und ja. Ja, der ich gerne bin ein Aperol Diener, trinkt. deswegen habe ich alles gegessen. Aber jetzt kennst du auch 2 andere Brasilianerinnen. Meine Oma und mein Bruder sind sie. Was denkst du über Brasilien jetzt? Ich habe noch nie in meinem Leben verrücktere Personen gesehen. Sie sind so witzig, oh mein Gott. Warum? Wie sind die Brasilianerinnen? Ich würde nur sagen, die sind völlig verrückt. Die sind definitiv nicht normal, nein. Und das Brasilianer Essen? Wie ist das? Das brasilianische Essen ist super. Ich kenne eigentlich nur Bohnen mit Reis. Ja, Aber Bohnen mit Reis liebe ich. aber die Süßigkeiten? Die Süßigkeiten hasse ich. Diese Bananensüßigkeiten, die schwarz aussehen. Okay, jetzt hast du alle deine Fans aus Brasilien verliert, okay? Verloren. Verloren, ja, danke. Aber sie verstehen mich sowieso nicht im Video, also. Ja, aber ich werde es übersetzen. Scheiße. Tut mir leid, Brasilien. Ja, Aber dafür esse ich Reis mit Bohnen. Ja! aber du hast jetzt, Und 200 ich habe jetzt Guava-Marmelade. ja, hast du schon probiert? Nein, ich habe Ach, wir können jetzt probieren. Jetzt? Ja, sicher. Jetzt? Ja. Also ich stehe jetzt auf und gehe sie holen. Ja, bitte. Danke. Oh mein Gott, das sieht so komisch aus. Ich bin so aufgeregt, ich bekomme die Boxy-Doppel-Operation. Oh mein Gott! Es riecht wie Mango. Es ist ein Guava, Katja. Ich kenne keine Guava. Okay, wir können es probieren. Aber es ist süß, wie Aber alles es aus riecht wie Brasilien. Mango. Es riecht wie Mango. Es gibt keinen Mangos, Katja. Aber riech es riecht wie Mango. Ich weiß, was das ist, Katja. Ich muss es nicht riechen. Aber normalerweise, Hast du das ausprobiert? hast du Käse dabei? Käse? Ja, ich habe dir erzählt, dass normalerweise Aber ich essen wir habe das mit keinen Käse. Käse. Haben wir Käse? Ich habe keine Ahnung, was es sein soll. Ich bin sehr aufgeregt. Aber kennst Ich habe so etwas noch nie Ja, gegessen. voilà. Ja, aber riech es, du kannst es nicht riechen. Es riecht wie Mango. Du guckst immer deinen Fans, oder? Hi Fans. Danke für die Maße, Katja. Wie schmeckt es? Gut? Sie liebt. Nein, es schmeckt gut, aber es schmeckt für mich ein bisschen komisch, weil ich noch nie etwas gegessen habe, das so schmeckt wie das. Du musst es mit Frischkäse essen, Katja. Mach ich morgen, ich gehe morgen und kaufe Frischkäse. Aber es schmeckt super lecker. Ich habe sehr viel bekommen. Ich Was weiß, heißt für 5 ja, Jahre? ich habe meiner Oma gesagt, dass sie nur ein bisschen mitbringen soll. Es schmeckt wirklich. Ja, du sollst es probieren. Du musst Ja. es probieren. Giaci? Ganz normal. Das kannst du frühstücken, oder? Kann ich. Ja, für die nächsten 20 Jahre. Für die nächsten 20 Jahre bekommst du Guava Marmelade. Mit Pflaumen oder so? Mit Pflaumen? Für Nein. mich schmeckt es wie Mango.
Oder so Ihr beide seid verrückt. Es schmeckt für mich wie Brasilien, es schmeckt für mich wie aus weit her. Wie aus weit her. Es schmeckt wie Brasilien, also wunderlecker. Wunderlecker. Und nach 6 Monaten mit Luca kann ich kein schönes Deutsch mehr sprechen. Ich habe gelernt, wie man Deutsch spricht. Oh mein Gott. Was ist das, Katja? Das ist ein Gösserbier. Das kommt aus der Steiermark. Die Steiermark ist das grüne Herz Österreichs. Und in der Steiermark alles grün ist, weil wir so viele wunderschöne Kühe haben. Ich mache jetzt so viel Werbung, also wirklich. Die müssen mich jetzt bezahlen für so viel Werbung für Brasilien. Ja, sicher. Und in der Steiermark sagt man nicht Hallo, sondern Ohrkratzer-Schworf. Oh, das stimmt nicht. Luca klingt schon fast wie ein echter Steirer. Ja, Und umgekehrt. Ja, sicher. Ja, sicher. Ja, sicher. Nein. Ja, sicher. Ja, sicher. Ja, sicher. Ja, sicher. Ja, das mag ich ja gerade direkt bei dem Dialekt. Dann können sie sehen, dass es ein großer Unterschied ist. Aber ich verstehe das meistens schon, weil ich ein paar Tage mit dir war. Ja, das stimmt. Okay, aber es ist auf jeden Fall gut. Das musst du wegschneiden, Luca. Nicht, dass es jemand sieht von deinem Freund. Was glaubst du, können die Brasilianerinnen von Österreich lernen? Das ist eine sehr schwierige Frage. Ich finde, es ist sehr schwierig, Brasilien mit Österreich zu vergleichen, weil in ganz Österreich gibt es nur 1/3 von den Einwohnern von Sao Paulo zum Beispiel. Das heißt, wir haben in ganz Österreich nur ungefähr 8 Millionen Einwohner und in Sao Paulo, das ist ein absoluter Wahnsinn, gibt es alleine 20 Millionen. Okay, deshalb ist es sehr, sehr schwierig, aber ich glaube, dass die Brasilianer vielleicht lernen können, noch organisierter zu sein. Was, Katja? Bist du sicher? Ich weiß nicht, aber was ich gehört habe, ist es nicht das allerstrukturierteste Land. Aber im Vergleich zu Italien? Im Vergleich zu Italien ist es bestimmt Es super. tut mir leid, Chiara. Ja, aber Ja. es ist nicht ein drittes Nein, es ist am nicht Land. das Land. Ja, wie einige Leute vorstellen, aber wir können echt mehr organisiert sein. Ja. Sie können vielleicht von Österreich lernen, nachhaltiger zu leben. Mhm. Aber ich verstehe, dass das sehr schwierig ist, wenn es so viele Menschen in einem Land gibt. Aber trotzdem, man kann es versuchen. Aber ich habe viel mit dir gelernt, weil du was studierst. Kannst du auch ein bisschen erklären, zum Beispiel, was ich mit dir gelernt habe? Was du mit mir gelernt hast? Oder was denkst du? Ja, was ich denke, es ist sehr, sehr wichtig, dass man darauf achtet, die Produkte hauptsächlich aus dem eigenen Land zu kaufen. Das bedeutet, wenn man in den Supermarkt geht, ist es sehr wichtig, darauf zu achten, ob die Produkte aus Österreich kommen. Oder zum Beispiel, ich achte immer darauf, ob sie aus einem Nachbarland oder zumindest aus der EU kommen, weil ich finde es nicht so sinnvoll, Produkte zu kaufen, die vom anderen Ende der Welt kommen. Deshalb ist es sehr wichtig, meiner Meinung nach darauf zu achten. Ja. Meine erste Woche waren wir bei der Supermarkt und Katja wollte abhauen, ja, natürlich. Und wir haben einige Orangen versucht, gesucht. Und ich habe einige Orangen mitgebracht und habe gesagt, ja Katja, wir können es kaufen. Und sie hat gesagt, nein, sie kommen aus Südafrika. Bist du verrückt, Luca? Und war ja, und? Sie hat erzählt, sie hat mir ein halbe Stunde Vorlesen gegeben. Ich war wie, okay, Katja, ich hab's verstanden, danke. Ciao, grazie. Ja, das finde ich sehr wichtig. Und ich finde auch, dass einem selbst bewusst werden muss, dass es sehr viel Arbeit ist, Lebensmittel zu produzieren. Deshalb sollte man sie auf keinen Fall wegwerfen, sondern sie wiederverwerten. Da ist Luca das beste Beispiel. Der einige Sache, die Katja lieber als Aperol hat, sind Essig, ja, und Heumilch. Heumilch. Ja, willst du sie erzählen? Was Das ist ist mein Lieblings. Ja, ich weiß. Okay, Katja. Also in Österreich haben wir so viele wunderschön grüne Wiesen.
Und die Kühe kommen im Sommer auf die Felder und können das Gras fressen. Dann bekommen die Kühe im Winter Heu. Und das ist sehr wichtig, bei Heumilch dürfen sie nur das frische Gras und Heu fressen und ein bisschen Getreide, aber sie dürfen keine anderen Futtermittel essen. Und das ist eine sie sind Tiere. Und das ist eine für mich sehr nachhaltige Art der Milcherzeugung. Aber zum Beispiel aus der Brauerei kommt viel Abfall und Verschwendung. Ja. Und es wird nur Müll sein. Ja. Aber die Kühe können es fressen. Genau. Das ist auch nachhaltig, oder? Das ist auch sehr nachhaltig. Aber warum ist Heumilch besser als zum Beispiel Futter aus Abfall? Ich finde, es ist in diesem Fall nachhaltiger, weil es einfach dazugehört, zum Beispiel zur österreichischen Landschaft, dass dort Kühe sind, auch in Bezug auf Tourismus. Und wir brauchen auch Tourismus, damit wir quasi genug Geld bekommen. Und es ist auch sehr wichtig einfach für die Landschaftspflege, damit die Kühe auf die Weide gehen. Und das Problem ist nur, bei Heumilch ist es nicht erlaubt, dass sie zum Beispiel Reste aus der Brauerei fressen, aber bei der normalen Milchproduktion in Österreich, die auch sehr nachhaltig ist es erlaubt. Das heißt, es geht nur um die Marke Heumilch, die von der Europäischen Union eine geschützte Marke ist. Und nur dort ist festgelegt, dass sie wirklich nur Heu und Gras fressen dürfen und keine anderen Futtermittel. Aber grundsätzlich ist es schon auch sehr nachhaltig, dass sie die Reste fressen. Aber das ist dann für die anderen Arten der Milchproduktion. Es sind ja nur 15% der Milchproduktion Heumilch. Also. Wie hat es dir in Österreich gefallen? Es hat mir sehr gut gefallen. Ich finde die Leute hier sehr, sehr nett. Du weißt, dass als ich zuerst angekommen bin, hatte ich ein bisschen Angst, weil die Leute zum Beispiel in Norden Deutschland sehr unhöflich waren. Aber ich freue mich so sehr, dass du so nett bist und so sympathisch und deine Familien auch und catchy. Aber ich finde es so cool, wie nachhaltig hier es ist. Und ich weiß, dass es manchmal, du hast mir erzählt, dass es manchmal ein bisschen unfair ist, weil Österreich so viel für das Erde macht. Die Erde macht. Und die anderen Länder deswegen machen nicht so viel, als sie sollen. Aber ich finde es echt gut. Und Cool. Also ist es besser, als du gedacht hast, oder ist es genauso, wie du gedacht hast? es ist besser, als ich gedacht habe. Das freut mich. Zum Beispiel der Steiermark hatte ich nie vorgestellt, dass es so schön wäre. Oh mein Gott. Ja, mit den Bergen. Es ist genauso in ein Märchen. In einem Märchen, ja. Ja, Oh mein sehr Gott. schön. Nur eine letzte Frage. Glaubst du, gibt es was, das Österreich mit Brasilien lernen kann? Von Brasilien lernen kann? Ja, bitte. Das ist so, woher soll ich das wissen? Ich war ja noch gar nicht in Brasilien. Ja, aber zum Beispiel mit mir und mein Ja. Verlobter Ja, und Sie können lernen, Bohnen und Reis zu kochen. Wunderbar. Das können Sie wirklich lernen. Oh mein Gott, ich werde es so vermissen. Und ich weiß jetzt schon, wenn ich es kochen werde, dann wird es mir nicht schmecken, weil es einfach nur gut ist für Lukas. Also Okay, das ist eine gute Antwort. muss ich jetzt sehr, sehr lange warten, bis ich Luca wiedersehe. Ja, aber du wirst uns auch besuchen. Nächstes Jahr, ne? Ja. Also, So, macht euch bereit. ja, weil nächstes Jahr am Karneval werden wir nicht nur Anita und die Brasilianerin, Die Promis. ja, nicht nur aus Brasilien haben, sondern auch die Königin aus Österreich. Ja. So, ja? Cool. Cool. Ciao, grazie. Ciao, grazie. Das ist ein Koala, weil ich leider keine Kuh hier habe. Luca, was ist dein Lieblingstier? Mein Lieblingstier ist die Katja. Du, Katja. Okay, fuck. Fuck. Nein, es ist nur mein Degen-App. Warte mal.